unser Boot ein bisschen baumlos. Im Prinzip ist jetzt gerade nur der Mast da und das Vorsegel. Und das Vorsegel machen wir jetzt auch noch ab. Heute harter Action-Tag. Ich habe jetzt nochmal mit dem Hafenmeister geredet. Super netter Kerl, hilft uns auch sehr. Der hat uns auch schon gesagt, was wir eben zu tun haben, damit die weniger machen müssen und wir im Prinzip dadurch auch weniger bezahlen. Der hat auch heute noch 1, 2 Sachen verschoben, sodass wir heute zumindest mal den Mast legen können. Das heißt, wir haben jetzt noch eine knappe Stunde oder ein bisschen mehr, um das Vorsegel runter zu machen und das Manöver einzuplanen für das Einparken, weil wir müssen seitwärts einparken. Und jetzt kriegt ihr zum ersten Mal mit, wie die Nami segelt, beziehungsweise jetzt noch Eva, direkt im Prinzip zum Krankenhaus für Boote. Geil. Das Vorsegel war ab, Baum war gelegt und jetzt ging es los. Wir waren an einem Punkt, wo wir nicht mehr zurück konnten. Wir mussten jetzt einfach losfahren. Das Problem war nur, wir sind zu zweit noch nie losgefahren. Das heißt, super nervös, super viel Stress. So, während oben der Mast weiterhin abgebaut wird zum Legen, bin ich schon hier unten am Tisch schrauben, dass der abkommt, und als nächstes würde ich dann die Schrauben auch abmontieren, damit wir dann unten rankommen. Mir läuft einfach die Suppe runter, das ist so eklig. So sieht unser Esstisch aus von unten. So sieht der ganze Spaß aus. Tisch ist ab, fehlt jetzt noch das. So, mein ganzes Mittagessen. Mehr gibt's nicht. Wir sind tatsächlich ein bisschen in Eile, weil die Jungs machen ja auch irgendwann Feierabend, so um 16 Uhr. Wenn wir es natürlich bis dahin hinkriegen, können sie es heute so nach Hahn gucken. Eventuell morgen schon richten. Und wenn wir Glück haben, sogar schon den Mast aufstellen. Aber schau, eins nach dem anderen. Ich muss jetzt erstmal Werkzeuge holen, was wir am Steg liegen lassen haben bei uns am Platz. Wir müssen uns beeilen, weil wir wollen ja nach Polen, und in Polen ist der Platz auch nur so semi-reserviert. Das heißt, wenn wir viel zu lang brauchen oder zu spät dran sind, dann könnte der Platz halt weg sein. Und das ist halt jetzt auch nicht dann so cool, weil wir noch einiges zu tun haben. Deswegen, und jetzt mit dem Hoffnungsschimmer, dass vielleicht tatsächlich nächste Woche noch los können, geben wir halt Vollgas. Da steht die Eva mit ihrem Mast hingelegt, wartend auf die Reparatur.
So, Schrauben sind unten, also die Muttern sind unten ab. Jetzt versuchen wir mal das oben hier abzuschrauben. Kilometerlang Schrauben. Einer schraubt raus, der andere fängt den Dreck ein. So, die letzten 2 Schrauben können nicht gelöst werden. Wir versuchen es jetzt gerade mal mit Rostlöser. Vielleicht hilft's. Natürlich muss das Ende noch schön erschwert werden. Nur um zu zeigen, wie wir jetzt gerade aufs Schiff kommen, muss ich hier rüber klettern, da drauf. Und dann bin ich drüben. Jetzt muss ich Hilfe holen für die letzten 2 Schrauben. Die haben wir nicht losgekriegt. Während ich auf dem Weg bin, hatte ich überlegt, wie viel Kosten denn auf uns zukommen. Also wir hatten jetzt 1 Stunde Mast legen. Vermutlich kommt in 1 Stunde wieder Mast aufstellen. Jetzt kommt dann noch die Platte dazu, die kleine Metallplatte. Jetzt die Frage an euch. Was schätzt ihr, wie viel das kostet? Ich weiß es absolut nicht. So, Werkzeug ausgeliehen gekriegt. Das ist unser Schraubenzieher. Und das ist deren Schraubenzieher. Zum Glück habe ich meine muskulöse Frau, die hat schon mal eine Schraube gelockert. Hulk Hände. So, letzte Aktion zumindest hier von den Profis. Die haben jetzt Feierabend. Für uns geht es aber noch weiter. Wir würden jetzt noch zum Baumarkt, vielleicht noch Leinen kaufen zum Austauschen und Multimeter, damit wir die Elektrik testen können. Vielleicht brauchen wir noch Glühbirnen, aber das müssen wir dann bis morgen schauen. So, wieder zurückgekehrt auf den Schiff. Die Ausbeute war eher lächerlich klein im Baumarkt. Wir haben nicht mal die Hälfte der Sachen gefunden, die wir gebraucht haben. Ja, aber wir haben zumindest die Dichtmasse und jetzt gucken wir, dass wir das noch ein bisschen putzen, die Bilge ein bisschen reinigen und den Mast auch von seinem Dreck befreien. Wenn schon, denn schon. Ja, das sind halt so Flecken jetzt von den Leinen, die liegen halt seit etlichen Tagen, Monaten, Jahren und ja, geben halt solche schluderigen Linien. Genau, und das würde ich jetzt abputzen und dann natürlich auch da, wo der Mast stand, das auch mal reinigen, damit es neu verklebt bzw. abgedichtet werden kann. Also ich habe hier jetzt mit einem Eisstiel ein bisschen rumgekratzt, damit ich im GFK keine Kratzer mache. Läuft eigentlich ganz gut, trotzdem sau anstrengend. Ja, und wer hätte das gedacht, dass man mit einem Feierabendeis noch putzen muss. So, mittlerweile unsere 11. Stunde heute angebrochen. Mit Arbeit. Doro immer noch unten. Sieht man sie ein bisschen. Puh. Und wir müssen noch den Mast putzen. So, ohne die Maststütze sieht unser Wohnzimmer noch viel größer aus. Vielleicht sollten wir ein Motorboot bleiben. So sieht es unter Mast aus. Unsere Stromkabel. Richtig blaue Brühe. Festgefahren. Keine Ahnung. Nicht so, ob man schreiben soll. Aber die Metallplatten, ja, das ist Metall. Das ist durch. Das ist, weswegen wir überhaupt hier sind, wo wir jetzt sind. Sauber machen und dann geht's weiter. Unser Stützmast auf dem Boden der Tatsachen. Dafür habe ich jetzt den Turbo-Modus entdeckt. Hier. Zwar verteilt, aber ich kann es direkt dann abwischen. Nice. So, Leinenflecken weg. Ist noch ein bisschen schwarz, aber ist nicht schlimm. Ich hoffe auf den Freund, den Regen, dass er den Rest erledigt. Jo, Zeit für den Mast bei einem romantischen Sonnenuntergang. So, wir haben nur noch knapp 30 Minuten Sonnenlicht. Müssen wir ein bisschen Vollgas geben. Ja, ich bin jetzt, ich sag mal, an den Flügeln vom Mast. Und wie man sieht, ist da ja so Moos dran. Schätze ich mal, ich schrub das mal jetzt einfach ab mit meiner Zauberbürste. Gucken wir mal, wie es danach aussieht. Vorher. Nachher. Wow! Doro hat mir eine Weltreise versprochen. Allmählich glaube ich, das ist eher ein Bootcamp fürs Putzen, dass ich hier als Hausmann was taugen soll. Ungelogen. Unser wahrscheinlich so 6. Eimer. Das ist heute
Sehen mal so aus. Nice. Njam, njam. So, nächster Tag. Sieht eigentlich bisher ganz gut aus. Mechaniker von der Werft haben uns jetzt schon so eine Edelstahlplatte gefräst und Löcher gebohrt. Wir müssen es jetzt nur noch anpassen. Währenddessen sind wir am Mast testen, die Elektronik testen am Mast und schauen, ob wir die Lichter hinkriegen. Dabei haben wir noch einen kleinen Trick vom Hafenmeister mitgekriegt, dass wir den 12 Volt Akku mal als Teststation nehmen sollen, weil wir noch kein Multimeter haben. Den kriegen wir auch noch zugeschickt. Genau, schauen wir mal, was der Tag so bringt. So, nicht nachmachen, Kinder. Jetzt haben wir ein bisschen rumgebastelt und tada! Was eigentlich recht schlechte Nachrichten sind. Also das heißt dann, dass die Elektrokabel im Mast wahrscheinlich kaputt sind oder falsch verdrahtet oder so. Wo gehobelt wird, fallen Glühbirnchenteile. Es ist jetzt leider Glühbirne geplatzt beim drauf machen. Da sind noch die Dinger, weil das Loch hier echt klein ist und es so ein Hebelding hat. Ist doof. Jetzt müssen wir gucken, ob wir so eine Fassung und so eine Glühbirne organisiert kriegen. Die sind halt wahrscheinlich schon richtig out of time. So, unser Kumpane, der Elektrodieter, hat leider keine Glühbirne. Jetzt verzichten wir drauf, auf das Deckenlicht. Ist halt so. Wir tauschen dann wahrscheinlich das sowieso irgendwann gegen eine LED aus. Eine neue Platte dran geschweißt. Jetzt haben wir aber leider das Problem, dadurch, dass sie fresh und neu ist, kriegen wir das jetzt gerade nicht rein. Jetzt ein Zentimeter absteht. Jetzt sind die Jungs nochmal so ein Gerät holen, damit wir die Decke komplett hoch abstützen. Und dann versuchen wir nochmal die Stütze dann rein zu quetschen. So, seitdem wir herausgefunden haben, wie man Pakete an unserer Yachthafen schickt, haben wir uns ganz viel gegönnt. Jetzt sind die Pakete da, da hat uns extra der andere Hafenmeister Bescheid gegeben. Jetzt holen wir sie mal ab. Überraschungspakete abgeholt. Wir verraten aber natürlich nicht, was es ist. Endspurt. Die Jungs haben jetzt Sikaflex unten reingeknallt. So diese schwarze Abdichtungsmasse, die man bei Schiffen ganz oft verwendet, beziehungsweise gefühlt für alles. Also wenn man WD-40 kennt oder Panzertape, dann ist Sikaflex das Pendant dazu für Schiffe. Einfach alles mit Sikaflex behandeln. Genau, als nächstes kommt jetzt noch der Mastkragen, Mastfuß oben. Und dann können wir morgen Mast stellen. Nice! Weiter geht's mit Schrubberei. Doro versucht jetzt den Mastschal, wie heißt der? Mastkragen. Mastfuß. Ja. Den Mastfuß noch ein bisschen von den Resten abzuschrubben, zu kratzen, damit er besser dann hält und klebt. Versuche ich jetzt die Schrauben von der Dichtmasse zu befreien. Mal schauen, wie es dann weitergeht. 1A Vorher-Nachher-Vergleich. Muss ich jetzt aber links ist vorher, rechts ist nachher. So sieht unsere Schrubberwerkstatt für Riesenschrauben aus. Ich habe eine Zahnbürste. Mir gerade eben die Zähne noch geputzt. Danach habe ich immer so einen Metallgeschmack im Mund, aber das ist nicht so richtig. Hauptsache die Schrauben werden richtig sauber. So, das ist der Mastkragen, heißt es glaube ich. Unten haben die jetzt auch wieder Sikaflex Weiß diesmal benutzt. Das trocknet jetzt ein bisschen, dann können wir es abkratzen. Ja, und dann sind die Schlosser fertig. Das heißt, das da kommt morgen früh, wir sind die Ersten und ja, gefühlt, wenn ich noch nicht mal wach bin, soll der Mast schon gestellt sein. Wir waren heute noch im Werkstattshop und haben uns eine neue Leine geholt, weil solange der Mast noch liegt, können wir Dinge dran machen, relativ einfach, wie zum Beispiel im Leinen austauschen. Jetzt würden wir halt die Leine, die da so ein bisschen abgeranzt runterhängt, austauschen gegen die neue. Die sieht eigentlich auch ganz cool aus, hat auch nur schlappe 100 € gekostet. Das alte Tau hat so eine Schlaufe
Das erleichtert das Tauschen, wenn man das dann an der Schlaufe direkt quasi festziehen kann. Normal würde man jetzt an dem neuen auch eine Schlaufe machen, aber wir wissen nicht, wie das geht und haben auch nicht die richtigen Werkzeuge dafür. So sind beide Leinen verbunden. Können wir die eine rausziehen und gleichzeitig ziehen wir die andere rein. So die Theorie. Mal gucken, ob es in der Praxis klappt. Naja, so viel dazu. Den vorderen hat es nicht geklappt. Jetzt versuchen wir es nochmal Dicke an Dicke zu nähen. Konstruktion steht. Jetzt zieht mal Doro an der Leine. Dann gucken wir mal, ob es klappt. Mit unserer kritisch werdenden Löcher. Halbzeit beim Durchziehen. Jetzt kommt es durch die Rolle. Noise. Sieht gut aus. Jetzt kann man weitergezogen werden. Also das ist die alte Leine. Sieht hier zumindest ganz gut aus. Und hier wird es dann schon richtig abgeranzt. Und die neue bindet jetzt gerade, schießt gerade Doro auf. Komplett durch. Ich glaube, wir haben einen Tick zu lang, aber das ist nicht schlimm. Kann man immer noch abschneiden. Andersrum wäre es schlimmer. Leine ersetzt. Jetzt haben wir eine Ersatzleine. Mal schauen, was daraus wird. Rückmontage wird ein bisschen komplizierter, weil der Mast steht nicht mehr ganz genau da, wo er gestanden ist, und blockiert jetzt dann den Boden. Den müssen wir jetzt ausschleifen. Boden wieder hingekriegt, Platten sitzen und wir sind fertig für heute. Kein Bock mehr. Ist einfach durch. Bye bye. So, die erste aufgenommene Einparkaktion. Easy peasy, war gar nicht nervös. So, wir haben es geschafft, in unsere Box reinzuparken. Zum ersten Mal zu zweit. Zum ersten Mal zu zweit. Davor hatten wir immer ein bisschen Hilfe und ja, so oft haben wir es jetzt auch noch nicht gemacht. Einmal. Genau, jetzt müssen wir den Baum anlegen. Das wird jetzt eine riesen Herausforderung. Nicht, weil er so schwer ist, sondern die ganzen Leinen drumherum. Wir haben es zwar gefilmt und fotografiert, aber keine Ahnung, ob wir das hinkriegen, die wieder genauso hinzumachen, wie sie davor waren. Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall heute das größte Tagesprojekt. So, die Leinen sind schon durchgefädelt worden. Jetzt als nächstes versuchen wir gerade den Strom wieder durchs Loch zu kriegen. Eine Schwierigkeit hier war, dass es nicht ganz dicht ist. Das Problem ist, normalerweise macht man, so haben wir es zumindest mal gelesen, jedes Elektrokabel einzeln rein, damit es komplett abgedichtet ist. Hier ist es so, dass halt 4 Kabel durchgehen. Dadurch entsteht halt im Innenraum ein Hohlraum und da kann halt Wasser auch rein und durchfließen. Das ist halt erstens nicht so geil für die Elektronik, zweitens natürlich auch nicht geil für uns, wenn irgendwo undichte Stellen sind.
Mal gucken, ich habe mir jetzt noch so eine Klebeband-Methode überlegt. Das zeige ich dann mal, wenn es soweit ist. Jetzt gucken wir mal, ob es durchpasst. Das ist jetzt schon mein 3. Versuch. Musste das jetzt hin und her bewegen und ein paar Sachen nochmal abkleben. Mann, jetzt habe ich gestern 1 Stunde lang rumgeschliffen, damit die Bodenplatten passen. Heute haben sie die Schrauben nochmal rangezogen. Und was ist? Passt wieder nicht. Ich muss schon wieder schleifen. So, passend, passt, geschafft, sitzt, fertig. Da muss man nichts mehr machen. Doro ist schon am Mittagessen schmieren, Teil 2. Sonst verhungern wir. Nur damit man so ein zeitliches Gefühl hat. Morgens um 8 haben wir den Mast gestellt und es ist 1:30 und wir haben noch nicht alles fertig. Wir müssen jetzt noch die Lazies, wie die cool People sagen, noch machen und das ist der größte Krampf. Das sind die Leinen, die unter den Großbaum kommen, damit die halten. Bobby hat ein Päckchen geschickt, doch relativ schnell angekommen, also eigentlich super schnell. Hat es gestern Nachmittag losgeschickt und es ist heute angekommen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was in dem Überraschungspäckchen war. Natürlich in der Singener Zeitung eingepackt. Das Wichtigste zuerst, die Bibel. M3800 Version. Nehmen wir es mal auf. So, da haben wir einen Multimeter. Das wird wahrscheinlich so für unsere Elektrik ganz hilfreich. Muss man mal durchzuprüfen, ob die Kabel spinnen oder nicht. Welche noch funktionieren, wo es vielleicht Probleme geben könnte. Und er hat sogar eine frische Batterie noch gekauft. Richtig nice. Danke, Fadi. Weiter geht's mit dem Zeug, was in Papier eingewickelt ist. Ganz viele Minischraubenzieher. Auch auf jeden Fall immer gut zu gebrauchen, vor allem in der Elektrik. Voll nice. Und letzte Surprise. Ein relativ stumpfes Messer mit einer Hornverkleidung. Ich glaube, ja, weiß nicht, ob das sogar schon inzwischen illegal ist. Wir haben anhand der Bilder versucht, die Leinen nochmal zu rekonstruieren. Sieht so ein bisschen gewuselt aus, aber absolutes Albtraumthema, weil wir echt nicht ganz wissen, wie wir das hinkriegen mit den Lazy Lines. Schauen wir mal.